Heute möchte ich ein bisschen über Leica sprechen, und zwar meine kleine Hass- und Liebesbeziehung mit Leica. Also man sagt ja auf Englisch Hate and Love Relationship, also Hass- und Liebesbeziehung. Und zwar, ich möchte dieses Video einfach machen für den Fall, dass vielleicht guckt ja jemand von Leica hier zu und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die von mir halten und denken, ist auch nicht so wichtig. Ich will mich gar nicht anmaßen, ne? Also Leica soll sein Ding machen, aber ich hatte in der Vergangenheit mal ein paar Chancen, da in Kontakt zu kommen. Unter anderem habe ich ein Video mit Siegfried Hansen gedreht für die Q2 Monochrom. Da haben wir ein kleines Video gemacht, das für Leica. Und ich hatte E-Mail-Kontakt mit zwei von Leica und war auch ein netter Kontakt. Und ich habe relativ gute Beziehungen zu den Leuten von Meisterkamera hier in Hamburg. Das ist der Leica Store hier in Hamburg. Super nette Leute. Fanden auch alle meine Videos toll, die ich über Leica gemacht habe, auch wenn die manchmal nicht nur positiv gegenüber Leica waren, also die Videos, aber alles mit einem Augenzwinkern natürlich zu verstehen. My name is Thomas Obermeier. I am a German photographer. I travel the world teaching photography and taking photographs. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob Leica das ähnlich sieht. Ich weiß, dass Leica in Amerika auch meine Videos gesehen hat. Und da weiß ich zumindest von meinem Freund, der ja Leica-Ambassador ist, dass sie das alle relativ witzig fanden. Aber Leica kommt nun mal aus Deutschland. Ich bin nun auch aus Deutschland und deswegen will ich einfach dieses Video machen, um unsere Beziehung, ich sag mal, es gibt ja nichts zu retten, weil wir keine Beziehung hatten. Aber ich möchte einfach in der Öffentlichkeit kurz meine Gedanken loswerden. Falls das Leica irgendwann mal sieht, will ich nur sagen, ich bin da, hallo, ich helfe gerne. Ich bin auch nach wie vor ein Fan von Leica. Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte eine Leica SL, ich hatte eine Leica M Typ 262, ich hatte eine Leica Q2, ich hatte Leica-Objektive, ich hatte eine Minolta CLE, ist ja keine Leica-Kamera, aber das war mein Einstieg zu Leica-Objektive. Und Leica da steckt ein bisschen auch deutscher Stolz natürlich dran. Und ich sehe mich auch ich bin halt halb Deutscher, halb Japaner und ich dachte früher immer, ich habe eine Ricoh, japanische Kamera, ich will auch eine Leica und eine deutsche Kamera. Und ich war auch ein bisschen stolz drauf, ne, dass ich eine japanische Kamera habe und meine andere Hauptkamera eine deutsche Kamera ist. Und ich hatte eine schöne Zeit mit Leica. Und natürlich, die sind ja handgefertigt. Und es gibt keine Kamera, die so hochwertig verbaut ist wie eine Leica-Kamera. Also man kann da nichts sagen, man kann nicht meckern. Leica macht schon schöne Kameras und wenn man mal eine Kamera von Leica in der Hand gehabt hat und auch Objektive, dann versteht man auch, warum die so teuer sind. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die natürlich bewusst sich in dem Markt platzieren als eine Art Luxusgut, weil das ist ein Markt, den sie gerade dominieren. Es gibt kein Kamerahersteller, die da mithalten können. Leica macht natürlich auch nicht so viele, sie produzieren nicht so viele Kameras wie Ricoh vielleicht GRs produziert, ne? Die werden am Fließband wahrscheinlich hergestellt und bei Leica machen die alles mit der Hand. Also klar, hier sind auch Sachen mit der Hand zusammengebaut, aber nicht in dem Umfang, wie das Leica macht. Also das ist jetzt, wie ich Leica sehe. Ja, ich bin Leica-Fan, aber wie sich die Firma Leica in den sozialen Netzwerken und öffentlich im Marketingbereich präsentiert und auch wie sie ein bisschen mit Fotografen umgeht, will ich ein bisschen kritisieren hier, aber immer auch mit dem Ziel, dass da eventuell jemand von Leica auch sich mal melden möchte, darüber sprechen möchte, weil ich möchte, dass es Leica gut geht, ich möchte, dass sie Erfolg haben.
Ich bin auf jeden Fall nicht darauf aus, irgendeine Firma oder Marke zu schaden, auch wenn ich auf meinem Hauptkanal öfter mal witzige Videos über Leica mache. Man muss auch mal über sich selber lachen können, oder? Und naja, also kommen wir zu meinem Kritikpart und dann kommen wir zu meinem Lob. Obwohl, ich habe gerade viel Gutes gesagt. Ich glaube, der Rest können wir jetzt dem Hass, können wir uns dem Hass widmen. Hass ist ein starkes Wort. Ich hasse Leica natürlich nicht. Ich muss aber von ein paar negativen Sachen berichten. Vielleicht sind das auch Missverständnisse, aber leider hatte ich nicht die Gelegenheit, da zu erfahren, was da so los war. Und zwar das erste ist, ich habe dieses Video mit Siegfried Hansen gemacht für Leica. Ich muss hier fairerweise sagen, dass Leica nicht mich beauftragt hat, sondern Siegfried. Und Siegfried kannte mich halt schon und wir kommen beide aus Hamburg. Und er hat mich dann gebeten, das Video für ihn zu machen. Und am Anfang war auch gar kein Geld im Spiel. Also es hieß einfach, hättest du Lust, das zu machen? Also für ihn war das, glaube ich, eine gute Chance. Und ich dachte auch, was für Leica machen? Ja, vielleicht kann man ja noch mehr machen in der Zukunft. Deswegen habe ich es einfach gemacht. Danach hat er dann gesagt, es gibt auch ein bisschen Geld und hat dann da irgendwie mit Leica gesprochen und dann konnte ich da auch eine Rechnung stellen und wir wurden auch bezahlt. So, aber sie haben mich halt nicht direkt beauftragt. Ich kam halt von Siegfried Seite her. So, das ist auch alles in Ordnung. Das Video kam dann auch erst fast ein Jahr später raus. Auch in Ordnung. Können ja machen damit, was sie wollen. Was mich jetzt aber ein bisschen gestört hat, war, die haben das Video veröffentlicht und dann haben sie auf Instagram, auf ihrem deutschen Kanal, aber auch auf dem internationalen Account, haben sie dann Bilder gepostet, wo ich hatte denen Bilder geliefert, weil da kam mal die Frage, hast du noch Bilder vom Dreh, die man nutzen kann für Marketingzwecke? Ja, also nicht nur Screenshots, sondern Bilder. Und ich hatte zufälligerweise auch Fotos gemacht von Siegfried und von manchen Szenen. Und die habe ich dann mitgeschickt. Habe ich denen einfach geschenkt. For free. Und die haben dann halt Bilder von Siegfried gepostet, also die er gemacht hat mit der Q2 Monochrom. Aber auch ein Bild, was ich von Siegfried gemacht habe, mit meiner Kamera, mit meiner Fuji. Und ich habe dann das Bild gesehen und dachte, die haben ein Bild von mir gepostet auf den Leica-Account, das über 1 Million Abonnenten hat oder Follower. Und dann habe ich denen einfach geschrieben, sagte denen so, hey Jungs, also auf Englisch, ich bin der Filmemacher von dem Siegfried Hansen Video. Ihr habt gerade ein Foto hochgeladen, das ich gemacht habe. Es wäre cool, wenn ihr meinen Instagram-Account verlinken könnt. Das wäre ganz cool. Aber dann kam nie eine Rückmeldung. Und da dachte ich mir, ja, haben sie wahrscheinlich nicht gesehen. Haben sie auch nicht. Also man sieht ja immer, ob jemand die Nachricht gesehen hat oder nicht. Da dachte ich mir so, ja gut, da haben sie es halt nicht gesehen. Pech gehabt. Dann hat aber mein Bruder, glaube ich, dem ich das erzählt habe, hat dann auf dem Bild bei Instagram dann einen Kommentar geschrieben, hat dann geschrieben, es wäre schön, wenn ihr auch den Fotografen taggt, also verlinkt. Und da hat er meinen Account verlinkt. Aber er hat das in so einem Ton geschrieben, das war halt so it would be nice oder also so nicht, er hat nicht darum gebeten, sondern so gesagt wie, ey, ihr müsst das schon richtig machen. Ich habe ihm aber nicht gesagt, dass er das machen soll. Er hat das einfach gemacht. Später meinte ich noch zu ihm, nee, lösch das mal lieber. Aber dann dachte ich so, mal gucken, was kommt. Sein Kommentar wurde dann gelöscht. Und das Witzige ist dann, dass Leica Deutschland hat das dann auch auf deren Account gepostet, das gleiche Bild. Und dann habe ich das irgendwann meine Insta-Story gepostet, so aus Spaß, dass ich das irgendwie komisch finde. Und dann hat Siegfried Hansen auch bei Leica beim internationalen Account dann unter dem Bild kommentiert, danke Leica für diese Gelegenheit und danke auch an den Filmemacher @lintaro, also mein Instagram-Handle. Und das Krasse ist, dass Leica dann
seinen Kommentar auch gelöscht hat. Und ich meine, dann ist doch eigentlich klar, also ich habe das natürlich gesehen, dann ist doch natürlich klar, dass sie wissen, dass ich es gemacht habe, das Bild, und sie wissen, dass ich damit zu tun habe, aber sie haben es wissentlich, also sie haben die Kommentare gelöscht, also sie haben halt seinen Kommentar gelöscht, den Kommentar von meinem Bruder gelöscht, und da waren noch ein paar Kommentare dann von meiner Community, die geschrieben haben, so, cooles Bild von Nintaro, oder warum taggt ihr nicht den Autor dieses Bildes und solche Geschichten. Aber Leica hat diese Kommentare alle gelöscht und auf meine Nachricht haben sie auch nie geantwortet. Und ich hätte gerne den Grund gewusst. Ich meine, die hätten einfach sagen können, ja, tut uns leid, wir machen das grundsätzlich nicht, weil das jetzt Werbung ist und wir möchten, dass das alles hier bei Leica bleibt und so. Gut, die haben mein Bild trotzdem benutzt, aber ich hätte das noch verstanden. Ich hätte dann gesagt, ja, okay, dann ist es halt so. Aber dass sie dann einfach alles löschen und so tun, als wäre nichts gewesen, ja, das ist mir schon ein bisschen, wie sagt man das schön auf Deutsch, sauer aufgestoßen. Aber weil ich noch nicht direkt von Leica gehört habe, was da jetzt los war, will ich mir jetzt nicht anmaßen, hier zu wissen, was da jetzt in den Köpfen durchging. Trotzdem ist das schon ein bisschen komisch und ich meine, ich habe ja auch nicht die nettesten Videos über Leica gemacht. Also vielleicht kennt ihr mein Leica Photographers Video. Das wollte ich eigentlich Leica Photographers Say nennen, aber das geht auf YouTube nicht mehr. Aber das war natürlich eine Parodie und wir waren, alle Leute, die da im Video vorkamen, waren und sind immer noch Leica-Nutzer. Also wir waren alle Leica-Fans, das haben mir nur Spaß gemacht. Naja, also jetzt ist es draußen im Internet, jetzt wisst ihr es alle, also die wenigen, die sich das angucken hier. Und ja, also finde ich ein bisschen komisch und falls wir uns irgendwann mal sehen, die netten Herren und Frauen da bei Leica in Wetzlar, hoffe ich, dass wir da mal freundlich ins Gespräch kommen und ihr nicht glaubt, dass ich irgendwas gegen euch habe, ganz und gar nicht. Wir müssen natürlich nicht beste Freunde werden, aber ja, es wäre schon schön zu wissen, was das sollte. Und wie gesagt, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn ihr einfach gesagt hättet, wir wollen das Bild aber jetzt nutzen, ohne dich zu verlinken. Ich meine, wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht. Ich hätte dann immer noch sagen können, ja, nee, nimmt es runter, aber das hätte ich dann nicht gemacht, weil so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Naja, wäre schön gewesen, weil natürlich Leica hat natürlich 1 Million Follower, da will man natürlich auch ein Stück von abhaben, ne? Ist halt so. Kann ich auch ehrlich sagen, ne? Aber solche Geschichten merkt man sich natürlich, vergisst man nicht so schnell. Und so hat sich mein Bild von Leica ein bisschen verändert. Schade, schade, schade. Die Leute, die ich kenne von Leica USA, sind alle sehr nett. Ich bin mir sicher, die Deutschen sind auch sehr nett. Und jetzt wisst ihr zumindest auch, dass ich Deutsch kann. Und ich bin auch ein ganz netter. Glaub mir. Okay, ich wollte einfach nur diese Geschichte teilen. Und genau, ich hasse Leica nicht. Ich vergöttere Leica aber auch nicht mehr. Ich finde Leica ist cool. Ich mag Leica. Ich würde auch immer wieder eine M nutzen, wenn die nicht so schweineteuer wären. Ich bleibe bei meinen kleinen Ricoh-Kameras und ehrlich gesagt finde ich auch, dass die Preise, das ist einfach, Fotografen kaufen sich vielleicht eine Leica, weil sie die beste Zweitkamera haben möchten, die sie kaufen können. Aber ich glaube, Fotografen, die wirklich draußen fotografieren, die kaufen sich lieber was anderes oder eine analoge Leica. Aber könnt mir nicht erzählen, dass eine M11 auf der Straße zu finden ist. Das glaube ich eher nicht. Na gut, Leicas Entscheidung. Ja. Gut, das war's. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr über Leica denkt. Vielleicht seid ihr auch Leica-Fanboys oder
habt Erfahrung gemacht wie ich. Ja, ich würde auch gerne mal Leica besuchen in Wetzlar. Ich war da noch nie. Übrigens, Leica, wenn ihr zuguckt, euer Präsentationsfilmchen, also nicht die Keynote, obwohl die auch, aber dieser Kaffeeklatsch da, den ihr gemacht habt zum M11. Also nächstes Mal, ihr könnt mich gerne fragen, ich helfe da auch gern umsonst mit, wirklich. Also ihr könnt mich, wenn ihr für die Fahrt bezahlt, komme ich gerne und sorgt dafür, dass alle, die im Video erscheinen, auch brauchbaren Ton haben. Ich habe da Erfahrung mit. Ich habe fast 10 Jahre Imagefilme gemacht oder Filme für Unternehmen. Das ist ein Kinderspiel und das darf euch eigentlich nicht passieren, wenn ihr da ein Produkt vorstellt. Da muss alles funktionieren. Und ja, es kann immer mal was passieren, ist auch menschlich, aber das kann man ganz leicht verhindern, indem man die richtigen Leute holt. Also, kleines Angebot an euch und an alle, die jetzt zugucken. Danke fürs Zugucken. Und Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonnieren, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Checkt auch meinen Hauptkanal aus, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Dann aber auf Englisch. Und das war's. Ich melde mich wieder in ein paar Tagen. Bis dahin, haut rein. Bleibt gesund und kauft euch eine Leica, wenn ihr wollt.